Das ist ein junger Patient, der stellte sich vor mit ungefähr 20 Drehschwindelattacken am Tag. War schon überall, man konnte nie was finden. Wir haben dann ein MRT, ein hochauflösendes MRT mit CIS-Sequenzen gemacht. Und man sieht hier, das ist das Kleinhirn, das ist der Hirnstamm. Und aus dem Hirnstamm entspringt der Gleichgewichts-Hörnerv. Und man sieht aber noch so eine dünne Struktur hier. Das ist eine Arterie. Das ist eine Arterie, die wir alle haben, aber in dem Fall tangiert diese Arterie den Nerv direkt an dieser Stelle. Bei dem Patienten handelt es sich um eine sogenannte vestibularis Paroxysmie. Die entsteht durch eine neurovaskuläre Kompression des 8. Hirnnervs, der für Gleichgewicht und Hörsinn zuständig ist. Und das führt halt dazu, dass die Patienten mehrfach am Tag, wie in dem Beispiel 20 Mal am Tag, kurzzeitige Schwindelattacken haben, die aber immer unter eine Minute andauern. Manchmal tritt auch eine Hörminderung oder ein Tinnitus auf, aber immer nur kurzzeitig. Nachweisen kann man das Ganze immer sehr gut im MRT, aber da braucht es ganz bestimmte Sequenzen. Das sind die CIS-Sequenzen. Der Patient hat ein Antikonvulsivum bekommen. Das ist ein Medikament, was man normalerweise bei Epilepsien einsetzt und hat jetzt eine Attacke am Tag. Damit will ich euch nur zeigen, dass ein Schwindel nicht immer ein Schlaganfall sein muss. Das Symptomschwindel ist ein Fass ohne Boden. Es gibt unzählige Schwindelarten und Differentialdiagnosen. Nach dem letzten Reel zu den 2 Fallbeispielen mit Schwindel kamen unzählige Fragen bezüglich Schwindel und Schlaganfall. Und bei den beiden Patienten war es so, dass sie zusätzlich zum Schwindel auch noch andere neurologische Symptome hatten, die eindeutig waren und die hielten über Wochen an. Und sowas darf nicht passieren. Wir machen alle Fehler, gerade in unserem Beruf. Ich mache auch Fehler, aber die Patienten hätten einfach nicht nach Hause geschickt werden dürfen. Und das hat aber auch nichts mit Deutschland zu tun, dass sowas nur in Deutschland passiert. Das passiert überall auf der Welt. Ich kann euch auch zig Fälle zeigen, wo die notfallmäßige Versorgung 1A gelaufen ist. Die Kollegen haben top gearbeitet und haben so viele Menschenleben gerettet. Aber bitte jetzt nicht in Panik ausbrechen. Nicht jeder Schwindel ist ein Schlaganfall.